Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Hier bin ich wieder. Schön, dass ihr da seid in dieser Zeit des Friedens. Weihnachten ist ja die Idee des Friedens. Die Frage ist, was ist das Gegenteil von Frieden? Das Gegenteil von Frieden ist Konflikt. Konflikt in meinem Geist. Woher kommt eigentlich der ganze Konflikt? Ich liebe es einfach, meinen Geist mir anzuschauen. Woher kommt dieser ganze Konflikt in meinem Geist? Dieser scheinbar überwältigende Konflikt, der mich nicht in Frieden lässt. Und es wurde schon vor 2000 Jahren in der Bibel gelehrt, was die Ursache des Konflikts ist. Und die Ursache des Konflikts ist Urteil. Schon in der Bibel wurde gelehrt, im Johannes 5, urteilt nicht, damit über euch kein Urteil gefällt wird. Und Jesus spricht im Kurs, gib alles Urteil dem einen, dem Heiligen Geist, der nur ein Urteil fällt, der nur eine Idee von dir hat, von uns hat. Und die ist, dass wir Gottes geliebter Sohn sind. Der Unterschied, meine Urteile sind auf vielen verschiedenen Ideen basierend. Basieren auf vielen verschiedenen Ideen, auf vielen verschiedenen Informationen. Und was einmal so ausschaut, das schaut das andere Mal so aus. Und es ändert sich mit jeder Begegnung, mit jeder Situation. Und Zeit mit der Zeit. Was einmal ein gutes Urteil war, erscheint mir jetzt als schlechtes Urteil. Als ich einmal eine gute Entscheidung getroffen habe, kann ich vielleicht jetzt sehen, es war doch keine so gute Entscheidung. Also es ändert sich immer wieder. Und alles, was sich ändert, wird immer zu Konflikt führen. Sobald ein Vergleich da ist, ein Urteil da ist, dann ist Konflikt hier. Und jeder gibt über jede Situation ein anderes Urteil ab, aus seinen Erfahrungen der Vergangenheit. Und solange ich an der Vergangenheit festhalte und mich auf diese als Basis für meine Urteile, für meine Entscheidungen verwende, solange werde ich im Konflikt sein. Das ist, was der menschliche Geist macht. Jesus sagt, das ist, was ich mache, um das Wunder abzuwehren, um eine viel größere Perspektive von allen zu gewinnen, um dieses Wunder einzuladen, diesen Frieden einzuladen in alle meine Situationen zu weilen. Das ist doch, was wir wollen. Das ist doch, was wir anstreben. Das ist doch, was Erwachen ist. In Frieden zu sein, aber in einem Frieden, der nicht mehr situationsbedingt ist. Der nicht mehr abhängt von zeitlichen Faktoren, von äußeren Umständen, von einer Beurteilung einer Situation, von der Bedeutung, der ich einer Situation gebe. Ich gebe ja ständig Urteile ab. Ich bin ja ständig mit der Bedeutung, der ich jedem der Situation gebe und die immer unterschiedlich ist als Mensch. Einmal sehe ich eine Situation als angenehm an, das nächste Mal als unangenehm, als gefährlich, als bedrohend. Hast du dir schon einmal überlegt, wir sind doch eine Maschine von Urteilen als Mensch, weil wir eine Maschine sind, die eine Meinung zu allem abgibt. Wir geben immer eine Meinung ab.
glauben, dass unsere Meinung richtig ist. Dass wirklich das, was ich sehe mit des körperlichen Augen, durch mit meinen Sinne, dass das die Wahrheit ist. Dass das wirklich die Wahrheit ist. Ist das nicht unser Glauben? Was wäre denn, wenn das nicht die Wahrheit ist? Sondern nur eine Interpretation, nur ein Urteil, nur ein Heraustrennen aus dem Ganzen. So, ist Urteilen was Schlechtes? Nein, es ist unnatürlich. Urteilen ist unnatürlich. Wir können in Wahrheit gar nicht urteilen. Wir glauben es nur. Aber es ist ein Selbstangriff, könnte man sagen. Mit jedem Urteil greife ich mich selber an, weil ich mir eine größere, wahrere Perspektive mir verweigere, die man das Wunder nennt. Urteilen ist Selbstangriff. Urteilen führt zu Konflikt. Urteilen führt deshalb zu Konflikt, weil ich was heraustrenne aus dem Ganzen und das nicht mehr aus einer Perspektive des Ganzen sehen kann, so was der Heilige Geist macht. Sein Urteil ist immer eines, das mich Frieden gibt, weil er es nicht heraustrennt, weil er einfach alles als vollkommen perfekt sieht. Kannst du dir vorstellen, was es wirklich heißt, dieses Urteilen, dieses Heraustrennen für dich bedeutet im Geist, wenn du das aufgibst? Wenn du aufgibst, allen eine Meinung zu geben, eine spezielle Bedeutung zu geben, sondern eine allgemeine Bedeutung gibst. Und einfach mit Liebe auf alles schaust, weil alles nur Liebe ist, welchen unendlichen Frieden da du erfahren kannst. Ich hoffe, es hilft dir von dem, was wir jetzt sprechen, weil es ist so grundlegend, es ist so wichtig. Nur meine eigenen Urteile verletzen mich. Nur meine Ideen aus der Vergangenheit verletzen mich. Nur meine Sichtweise einer Situation, meine Perspektive verletzt mich. Bin ich bereit zu sehen, dass ich mich nur selber verletze? Bin ich bereit zurückzutreten und zu sagen, Vater, ich brauche Hilfe. Ich verletze mich ständig, ich bin im Konflikt, ich bin eine Maschine, die ihre Meinung zu allem abgibt und diese Meinung verteidigt, basierend auf den Urteilen der 5 Sinne des Körpers. Wie oft haben wir schon gesehen, dass uns diese Sinne täuschen? Wie oft haben wir das schon gesehen? Auch das hat mich damals getäuscht. Ich war so sicher überzeugt, dass ich recht habe, dass mein Urteil richtig ist. Und dann sehe ich, nein, ich habe mich getäuscht. Und so ist es mit uns ständig. Wir täuschen uns, meine lieben Brüder. Wenn wir urteilen, täuschen wir uns selber. Wir geben dem Ganzen nur eine kleine Perspektive. Wir reduzieren es zu einer Meinung, zu einer Bedeutung und sind damit im Konflikt. Und wenn wir es öffnen, wenn wir wieder das Licht des Heiligen Geistes darauf scheinen lassen, seine Bedeutung, die uns sagt, ja, schau darauf und sieh darin die ganze Liebe des Universums in dieser Situation, dann kann ich wieder in Frieden sein. Das heißt, unser spirituelles Erwachen, was wir heute eingeladen sind, ist einfach immer wieder zu öffnen, unseren Geist. Immer wieder zurückzutreten, zu öffnen,
diese Meinung, diese Bedeutung, die ich dieser Situation gebe, in Frage zu stellen. Solange ich das nicht mache, bin ich im Konflikt, im Urteil und im Schmerz. Danke, meine lieben Brüder. Danke, dass ich das mit dir so anschauen darf. Vom Urteilen kommt der ganze Schmerz, den ich erfahre. Und vom Aufmachen und Übergeben dieser Situation an das letzte Urteil des Heiligen Geistes kommt der ganze Frieden. So wünsche ich dir heute einen wunderschönen Tag im Frieden, im Öffnen jeder Situationen für das letzte Urteil des Heiligen Geistes. Für die Liebe, für dieses in Gott zu Hause sein, für diese eine Bedeutung, dass ich sein geliebter Sohn bin, dass ich gar nicht urteilen brauche und es gar nicht kann. Danke, mein lieber Bruder, danke, dass du mit uns hier bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag im Nichturteilen und im Öffnen für den Heiligen Geist, einen Tag des Friedens, der inneren Verbundenheit und der Freude. Wir sehen uns in einem Moment. Danke, mein lieber